Hallo, meine Sternchen. Ich muss mir mal irgendeine Begrüßung einfallen lassen. Eine Verabschiedung habe ich immer, aber die Begrüßung freestyle ich immer. Okay, also ich wünsche euch erstmal ein wunderschönes neues Jahr 2025. Könnt ihr das schon realisieren? Ich bin irgendwie noch gar nicht richtig im neuen Jahr angekommen. Gut, ist auch erst der erste. Aber ja, erzählt mir mal, wie es euch ergeht. Gestern, ja, musste ich, wie ihr hört, erstmal, ich bin krank. Und ich musste auch für Shiny da sein. Möni interessiert das nicht so mit dem Feuerwerk, aber Shiny findet das nicht schön. Letztes Jahr gab es auch eine sehr, sehr unschöne Erfahrung, wo ich einfach hier spaziert bin und der Nachbar zündet mitten am Tag neben uns eine Rakete und die war da quasi fast neu bei uns und naja, wollen wir nicht drüber reden. Aber ich halte leider nichts von dem ganzen Feuerwerk. Mein Hauptgrund ist wegen den Tieren. Das tut mir alles so unfassbar leid. Die wissen nicht, was passiert und teilweise sterben die an Überforderungen, wenn die so viel fliegen müssen, die Vögel und so weiter. Und es ist alles blöd, aber es gibt halt Menschen, die sich nichts verbieten lassen wollen, ne? Und dann trotzdem eine Woche vorher und eine Woche nachher noch weitermachen. Aber ist ja nur einmal im Jahr. Okay. Also, im heutigen Video werde ich euch meine Weihnachtsgeschenke zeigen und auch ein Video fürs neue Jahr machen, also mit Affirmationen und so weiter. Ich hatte ja eine Abstimmung gemacht und die war fast 50-50, deswegen dachte ich mir, bringe ich beides in ein Video. Ich wollte eigentlich nichts mehr zum Weihnachtsthema jetzt in das neue Video mit reinbringen, aber ist okay. Die Rauhnächte sind ja auch noch im vollen Gange. Okay. Ich zeige euch mal, also meine Mutter hat mir vor einiger Zeit mal diese Tannenbaumfigur gegeben. Das soll Möni darstellen. Voll süß. Und da ist jetzt Zuwachs gekommen. Und zwar ein Camper. Ich glaube, das ist ein T1. Und zwar, wie ihr wisst, ich habe ja auch einen Camper. Oder vielleicht wisst ihr es auch noch nicht. Mit Gepäck oben drauf. Und 2 Hunden. Sprich, Möni und Shiny innen drin. Da ist nochmal ein Hund. Vielleicht ein dritter. Nee, es bleibt erstmal bei 2. Richtig, richtig süß. Ihr könnt mir übrigens mal schreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Ja, hier ballert es auch gerade die ganze Zeit weiter. Es reicht doch mal irgendwann. Die Tiere mussten gestern so leiden. Shiny hat das richtig gestresst. Wo es irgendwann okay war, lag die einfach nur noch in der Ecke und hat gepennt. Normalerweise ist die immer richtig aufgedreht und so. Wäre ich nicht krank gewesen, hätte ich sogar überlegt, nach Köln zu fahren, zu dem Flughafen, weil man da ja, also da ist böllerfreie Zone. Ja. Ich muss auch sagen, dass mich so das neue Jahr immer total, also ich mag nie die Nächte und wieder ein Böller, ich mag nie die Nächte vom vergangenen Jahr aufs neue Jahr, weil, keine Ahnung, das macht mich irgendwie sentimental und irgendwie denke ich auch dann nur an die negativen Sachen. Zum Glück habe ich gleich noch für uns einige Affirmationen, aber ich denke dann sowas wie, mein Hund wird älter oder man selber wird älter, die Zeit wird immer weniger. Ich beschäftige mich momentan auch sehr viel mit dem Thema Universum. Aber ich kann gerade wirklich schon wieder ausrasten, ne? Sorry, ich wollte eigentlich nicht cutten in dem Video, aber ja, die Böller will ich nicht drin lassen. Ja,
sehr viel über das Black Hole am Informieren und das ist so interessant und ich saß einmal auf dem Bett und musste einfach richtig anfangen zu weinen, weil ich mir dachte, das ist alles so weird, man macht sich jetzt so viele Gedanken über alles Mögliche und eigentlich hat das alles gar keinen, wie soll man denn sagen, gar keine große Bedeutung. Ganz komisch, aber ja. Dann habe ich geschenkt bekommen einen Glitzer. Jeder weiß, ich liebe Glitzer. Glitzer-Nagellack von Essie mit dem passenden Nagelteil. Ich weiß gar nicht, wofür das ist. Ich habe das tatsächlich schon, weil ich das manchmal für ASMR benutze. Ignoriert das Licht, das geht bei mir nicht anders mit der Brille. Und die passenden Nagelentferner-Pads. Richtig praktisch. Und dabei waren auch noch ein paar Kekse. Ja, und die Leckereien, die zeige ich euch jetzt nicht, weil die habe ich schon alle auf. Und ja, also meine Mutter hat mir noch, oder generell, ich habe einige Leckereien bekommen. Kekse, meine Mutter hat mir selbst gemachte Mandeln, gebrannte Mandeln gemacht. Dann habe ich von ihr jetzt zum Beispiel auch noch so eine ganz große Zuckerstange geschenkt bekommen oder einen kleinen Lebkuchen-Lolli. Ja, das zeige ich jetzt alles nicht. Ich zeige jetzt nur die anderen Sachen. Genau. Dann auch von meiner Mutter, die weiß einfach, was mir gefällt. Die war auf Sizilien und hat mir dieses Armband hier geschenkt. Bisschen Glitzerschmitzer mit Sternchen dran. Sowas finde ich ja richtig schön immer. Dann trage ich noch ein anderes Armband, was mir geschenkt wurde. Ich bin eigentlich gar nicht so das Armband-Girly, aber diese Armbänder, die ich jetzt zeige, da kommt gleich noch ein drittes, die sind wirklich, wirklich schön. Das hier trage ich auch schon die ganze Zeit. Da sind auch kleine Glitzersteinchen mit drin. Und ja, finde ich richtig cute. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und ja, dann wie gesagt noch dieses hier. Ich wollte auch eigentlich filmen, wenn es draußen noch hell ist, weil ich mag diese etwas dunklere Stimmung und so. Aber es ist so still dunkel, ich habe es einfach nicht gepackt und ich bin krank und mir ging es nicht so gut und dann habe ich es jetzt geschafft. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses Pandora-Armband mal vor einer Weile geschenkt bekommen, wo richtig süße persönliche Sachen dran sind. Ich war auch eigentlich nicht so der Pandora-Fan, aber jetzt schon. Also ich zeige euch einfach mal, was neu dazu gekommen ist, falls ich das hier irgendwie zeigen kann. Okay, du gehörst dahin, dann kann ich euch das leichter zeigen. Und zwar sind das 3 neue. Das ist einmal ein kleiner, jetzt muss ich es genau andersrum halten. Oh Gott, 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 oh Gott. Und zwar ist das einmal ein kleines Häschen, voll süß mit den Pfötchen, die sind so süß. Mit den Tatzen, wie auch immer man ihn nennt. Dann ein kleines Engelchen mit einer Perle. Und ein kleiner Frosch, der ist sogar ein bisschen grün. Die sind eigentlich nur wegen Süßheit gewählt worden. Aber die anderen, die da dran sind persönlicher. Das ist zum Beispiel auch Möni, Buki, Oswald. Ich weiß nicht, kennt ihr Oswald? Richtig geil. Ich liebe Oswald, ein Stern und so weiter. Ja, habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Ich mache mir sowas nie eigentlich. Also, dass ich mir neue Vorsätze setze. Weil ich mir denke, es ist natürlich praktisch, sich das aufzuschreiben und zu visualisieren. Aber ich glaube, im Endeffekt
Rauhnächten wieder mitgemacht. Da schreibt man ja einige Wünsche auf. Und ja, soll ich das jetzt nochmal alles sagen? Also man hat 13 Wünsche, 12 schreibt man auf. Ne, man schreibt alle 13 Wünsche auf. 12 verbrennt man nach und nach ab Tag 24. Und dann darf man die auch nicht mehr lesen. Und am 13. Tag bleibt halt einer über und den darf man lesen, weil den Wunsch muss man sich selber erfüllen und die 12 anderen werden vom Universum erfüllt. Ja. Und was da letztes Jahr bei mir rausgekommen ist, das war so krass, weil ausgerechnet dieser Wunsch, den ich mir so sehr wünsche, da kam, der muss ich mir selber erfüllen. Ja. Das nächste ist dieses süße Mickey-T-Shirt. Ich finde das voll schön, weil das so ein Off-White beige ist. Mit dem roten hier oben, das sieht richtig cool aus. Ja, momentan habe ich ein kleines Faible für Mickey. Mickey. Und dazu noch die passende Jacke. Gucken, dass im Hintergrund nichts abfackelt. Da steht eine Kerze unter der Pflanze. Ja, das kann ich jetzt schwer zeigen. Das ist so eine keine Strickjacke, aber ich nenne sowas immer eine Strickjacke. Wo steht ein Mickey? Dann ist hier unten auch eine Mickey. Ich dachte kurz, vielleicht sieht das ein bisschen kindisch aus. Aber ich finde das richtig, richtig süß, weil das ist auch so ein bisschen so ein verwaschene Farbe. Und das sieht aus, als hätte man das schon vor lange getragen und das mag ich sehr gerne. Also wie nennt man das denn nochmal? Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall sitzt die richtig schön und gemütlich. Wie nennt man das denn nochmal? Irgendwas mit Blabla-Wurst. Naja. So. Dann wurden mir noch ein paar Schuhe geschenkt. Bitte nicht lachen. Von einer Person, die sehr viel Swag hat, also nicht von irgendeinem Familienmitglied, was keine Ahnung vom Mode hat. Und das Krasse ist, also es sind erstmal diese hier. Das Krasse ist, dass meine Mutter die früher immer haben wollte. Und dann hat sie mir die irgendwann mal gekauft als kleines Kind, genau die gleichen. Und ich habe die nie getragen. Und jetzt habe ich die von einer anderen Person geschenkt bekommen. Und ja, mit den Worten, Sophia, ich glaube, die Schuhe werden bald wieder im Trend sein. Ja, früher hat man die oft bei Assis gesehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich konnte mich auch noch erinnern, dass da irgendwie eine Story war. Ich dachte, dass ich die hatte als Kind, aber nie getragen habe. Aber das war wirklich, dass meine Mutter die immer haben wollte, die bekommen hat und dann mir geschenkt hat und ich die nie getragen habe. Ja, und das Krasse ist, dass letztens in der Story, also gestern oder so, haben wir dann auf einmal gesehen, wie jemand diese Schuhe trägt. Ein größerer Influencer. Und du hast ja seit Ewigkeiten niemanden mehr mit diesen Schuhen gesehen. Also es ist schon wieder krass. Ich hatte die auch schon an. Ist gewöhnungsbedürftig, aber ja. Okay. Eine Sache blende ich euch ein. Meine Mutter hat mir nämlich, oder kann ich euch die so zeigen, Familienmittel
wie sagt man denn, Wachstum mit Mitgliedsding gegeben. Hier habe ich ein Bild. Denn ich habe einen riesengroßen Lebkuchenmann in meiner Bude stehen. Und meine Mutter hat mir den passenden Wichtel geschenkt. Seht ihr ihn? Weil die weiß, ich liebe Wichtelchen. Und ja, jetzt haben wir Familienzuwachs bekommen. Sehr süß. Und sie hat mir auch noch eine selbstgeschriebene Karte gegeben und so. Und genau, dann habe ich noch nicht selbstgemachtes Pesto aus Sizilien bekommen. Und nicht last but not least, das Krasse kommt doch noch so viel. Ich habe erstmal diese Valentino-Handtasche bekommen und das Ding ist, dass das eigentlich gar nicht so richtig meine Form ist. Aber ich muss sagen, da passt echt viel rein und das ist einfach wirklich eine geile Basic schwarze Tasche. Und das Krasse ist, die fühlt sich so weich an und man meint wirklich, dass das echtes Leder ist. Also die hat wirklich eine krasse Textur. Und das ist einfach aus recycelten Materialien. Also es ist kein Echtleder. Und das finde ich krass. Finde ich richtig geil. Weil ich mir letztens noch eine Tasche gesucht habe. Ich wusste von dem Geschenk nichts, sonst hätte ich mir die andere nicht geholt. Auch von innen so weich. Und was würde ich jetzt sagen? Da habe ich nämlich auch extra drauf geachtet, dass es kein echtes Leder ist. Und dann dachte ich hier, oh shit, das ist echtes Leder, aber es ist aus recycelten Materialien. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist nicht von dem Valentino, wo man die Schuhe von kennt, weil das wusste ich auch nicht. Es gibt irgendwie 2 Valentinos, das ist der Originale. Und der andere, der hat sich einfach auch so genannt und macht nach und nach die gleichen Produkte. Also die sind auch irgendwie in einem Streit. Aber ja. So, das Krasse ist, ich weiß auch schon gar nicht mehr, wo ich das hingelegt habe. Wäre mal gut zu wissen. Ich glaube ehrlicherweise, dass es unten im Wohnzimmer ist, aber auch egal. Ich habe von meiner Mutter einen USB-Stick geschenkt bekommen. Da dachte ich mir so, ist das jetzt irgendwie ein geiler USB-Stick, den ich für meine Arbeit gebrauchen kann? Leute, meine Mutter hat einfach VHS-Kassetten digitalisieren lassen. Und da waren jetzt nicht ultra viele Sachen drauf, aber so 3 Tapes, die jeweils 1:30 gehen oder so. Mit mir als Kind, mit meinen Eltern, mit unserer Familie, die da noch existiert hat. Und das war so krass zu sehen, auch alles von früher, meine ganzen Tiere. Und das war wirklich das schönste Geschenk von allen, weil ich mir dachte, also ich wusste gar nicht, ich wusste, dass noch welche existieren, war mir aber nicht sicher, ob da noch Aufnahmen von mir drauf sind und so. Und das war wirklich das tollste Geschenk ever. Ja. Genau. Dann habe ich mir jetzt letztens noch selber ein Geschenk gemacht, weil das war schon reduziert, weil jetzt ja Weihnachten vorbei ist. Für nächstes Jahr. Wie süß ist das bitte? Ja. Okay. Kurz deine Haare kämmen ein bisschen. Und ich würde sagen, dass ich dir jetzt mal so 2 Affirmationen vorlese. Ich habe die auf meinem Handy, weil das kann ich mir nicht alles merken. Und ich bin genug, so wie ich bin. Ich bin genug, so wie ich bin. Das möchte ich, dass du das mit ins neue Jahr nimmst, okay? Sei
sag dir das immer wieder. Ich vertraue meinem Weg und meinem Tempo. Ich vertraue meinem Weg und meinem Tempo. Das ist auch ganz wichtig, denn wenn du ein Ziel hast, dann wirst du es erreichen, egal wie schnell oder langsam das passieren wird, okay? Ich erlaube mir, Fehler zu machen und daraus zu wachsen. Ich bin stolz auf die Person, die ich werde. Ich öffne mich neuen Möglichkeiten und Chancen. Ich öffne mich neuen Möglichkeiten und Chancen. Ich bin fähig, alles zu erreichen, was ich mir vornehme. Und das denke ich wirklich. Wenn du hart kämpfst für das, was du wirklich willst, dann wirst du es auch erreichen. Leute, by the way, ich fliege dieses Jahr im Februar nach Japan. Das habe ich verschenkt tatsächlich. Und ich freue mich da so drauf. Aber das ist eine ganz große Gruppe. Aber ich werde trotzdem versuchen zu vloggen. Ja. Jeder Schritt, den ich mache, bringt mich meinen Träumen näher. Ich lasse los, was mir nicht mehr dient. Ich lasse los, was mir nicht mehr dient. Musst du wirklich, nimm das für dich auf, weil das sind wirklich gute Sachen, die ich dir gerade sage. Und ja, ich muss mir das selber auch sagen, Leute, ne? Also ich bin noch nicht perfekt. Ich bin nur ein Mensch. Ich habe auch richtig zu kämpfen mit der Dunkelheit, mit dem Winter. Ich sag's euch, wie es ist. Aber wir schaffen das. Aber den finde ich auch gut. Ich vertraue darauf, dass alles zur richtigen Zeit kommt. Ich vertraue darauf, dass alles zur richtigen Zeit kommt. Ich erlaube mir, loszulassen und im Hier und Jetzt zu sein. Ich bin dankbar für all die schönen Momente in meinem Leben. Jeden Tag finde ich kleine Dinge, die mich glücklich machen. Da muss ich von mir selber auch behaupten, bin ich richtig froh, dass das bei mir so ist, aber das ist wirklich bei mir so, dass ich so dankbar bin für alles erstmal und in jedem irgendwie immer irgendwas Kleines, Schönes sehen kann. Ich kann auch leider in Filmen auch was Negatives sehen, aber ich sehe auch die vielen kleinen, schönen Dinge. Ja. Ich bin dankbar für die Liebe, die mich umgibt. Ich sehe das Gute in jedem Tag. Es ist manchmal nicht leicht, Leute. Ich weiß das doch. Man muss sich da irgendwie rauskämpfen, weil ich hatte letztens auch wieder so ein Ding, wo ich gucke sehr selten Reels und ich weiß auch warum, weil in meinem Algorithmus sind nur traurige Sachen. Ich folge fast ausschließlich Tierschutzorganisationen. Und da kam ein schlimmes Reel nach dem anderen. Und dann dachte ich mir,
an Silvester muss ich an die ganzen Hunde denken oder generell Tiere, die in Tötungsstationen sitzen oder generell in Tierheimen, an die, die keinen Shelter über dem Kopf haben, keinen Besitzer, der die tröstet. Und ich dachte, ich saß auf dem Bett und dachte mir, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Dann musste ich mich kurz ausholen und einfach weitermachen. Und es ist wirklich nicht leicht. Das Leben ist nicht leicht. Aber man muss die schönen Sachen sehen, die schöne Natur. Man darf sich nicht runterziehen lassen und man muss einfach versuchen, da zu helfen, wo man kann. Ich spende auch regelmäßig und würde eigentlich vor Ort voll gerne auch mithelfen, auch wenn ich weiß, dass ich das gar nicht verkraften würde. Oder zum Beispiel habe ich ja auch, als wir in Portugal waren, dem Lebenshof gesagt, ey, ich kann gerne mal dieses Jahr kommen und mithelfen. Und ja, man muss irgendwie selber die Veränderung sein, die man gerne hätte. Ich könnte mich jetzt auch so ärgern, dass ich es nicht geschafft habe zu filmen, wo es noch hell war. Weil ich mir das schon seit gestern vorgenommen hatte eigentlich. Aber es ist jetzt so, ich nehme das jetzt so an, ich habe jetzt das Beste daraus gemacht. Und genau. Ich hoffe einfach, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe jetzt sogar noch Karten, das Affirmationsorakel. Das machen wir noch. Und übrigens gibt es jetzt auch auf Spotify wieder regelmäßigen Content. Ich habe jetzt einen Service, der mir hilft. Ich habe ganz lange überlegt, soll ich das jetzt machen oder nicht. Aber ich habe das immer so lange aufgeschoben und dann kam immer, dann wurde halt immer mehr, was ich nicht hochgeladen habe, weil das halt mega viel Zeit in Anspruch nimmt, das zu machen. Und die helfen mir jetzt dabei. Also die übernehmen das komplett. Und für euch heißt das regelmäßige Spotify-Uploads. Geil. Ja, die haben auch die ganzen Alben, die ich jetzt nicht geschafft habe hochzuladen. Das waren über 100. Haben die jetzt auch noch hochgeladen. Und dann gibt es jetzt immer regelmäßig, glaube ich, jede Woche ein Album. Ja. Zieh mal eine Karte. Diese. Okay. Ich wachse an den Herausforderungen, die das Leben für mich bereithält. Ja, perfekte Abschlusskarte, würde ich sagen, oder? Perfekt. Also, es ist wirklich so, also in meinem Leben sind mir auch leider schon etliche negative Sachen passiert und passieren auch immer wieder, weil man hat nie Ruhe, quasi. Also, wenn irgendwas gut läuft, wird es auch wieder irgendwann schlecht laufen, ist einfach so. Ist ja auch nichts, hat ja nichts damit zu tun, dass ich irgendwas negativ rede, sondern das ist einfach der Lauf der Dinge. Aber man muss einfach wirklich das Beste daraus machen und jede Herausforderung annehmen. Irgendjemand hat sich gedacht, du schaffst das. Du schaffst das. Du wächst an dem Leben. Du machst all die Erfahrungen, die ein anderer nicht machen wird. Und du bist stark am Ende deines Lebens oder vielleicht auch jetzt schon. Und genau. Ich hoffe, ihr werdet ein wunderschönes 2025 haben. Seid lieb zu Menschen, schreibt keine Hasskommentare, seid lieb zu Tieren, seid für die da. Das Tier hat nur euch. Ihr seid das Leben für euer Tier und das müsst ihr so schön machen, wie es nur geht. Okay, auch für die Menschen. Okay, ich sage ciao. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Das wird mir sehr helfen. Und ich sage ciao. Eure Stardust.